Und Achim Unser ist weiterhin für uns im Bundestag. Achim, das ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Oder wie wird das von der Opposition eingeschätzt? Ja, man muss hinzufügen, der Kanzler reist dann ja am Wochenende auch nach Usbekistan und schließt dort auch ein Migrationsabkommen ab. Über beides kann ich sprechen mit Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Herr Frey, heute also ein Migrationsabkommen mit Kenia, am Wochenende dann mit Usbekistan. Nimmt das Druck aus der Migrationskrise? Nein, das nimmt es natürlich nicht. Also ich will es nicht geringschätzen. Die Migrationsabkommen, die helfen natürlich. Allerdings wäre es wichtiger, solche Abkommen mit Ländern zu schließen, die auch Hauptherkunftsländer der Migration sind. Also nur um mal eine Einordnung zu schaffen, etwa bei Kenia. In diesem Jahr haben wir über 160.000 Asylanträge in Deutschland schon gehabt. Davon kamen 225 aus Kenia und ganze 8 aus Usbekistan. Das heißt, das ist natürlich kein Gamechanger, da verändert sich nichts, da merkt auch niemand etwas bei uns in Deutschland. Und man muss es auch sagen, so richtig diese Migrationsabkommen sind, die Deutschland seit vielen, vielen Jahren mit vielen Ländern bereits abgeschlossen hat. Es gibt auch eine völkerrechtliche Verpflichtung zur Zurücknahme eigener Staatsbürger. Und ich glaube, auch darauf muss man stärker pochen und muss gegebenenfalls auch die diplomatischen Mittel, den Visahebel, die Fragen von Handelserleichterungen oder auch der Entwicklungszusammenarbeit einsetzen, um tatsächlich dazu zu kommen, dass Länder ihrer Verpflichtung, eigene Staatsangehörige zurückzunehmen, auch nachkommen. Kommen wir zu dem viel besprochenen Vorschlag der Union, die Forderung der Union, kann man auch sagen, dass an den Grenzen eben umfänglich zurückgewiesen werden soll. Da hat jetzt Friedrich Merz gesagt, nachdem das Migrationsgespräch darüber geplatzt ist, mehr oder weniger, gesagt, na, lasst es uns doch zumindest mal 3 Monate lang probieren, ab Oktober zum Beispiel. Und Nancy Faeser hat auch relativ schnell darauf geantwortet, hat gesagt, das kann ich nicht machen, weil da ist ja die innere Ordnung, muss da bedroht sein von Deutschland. Und ich werde nicht sagen, dass meine Polizei es nicht im Griff hat. Jetzt hatten wir heute Morgen wieder die Meldung von einem vereitelten Anschlag eines Islamisten in Hof, der soll versucht haben oder sein Plan war, mit Macheten Bundeswehrsoldaten anzugreifen. Ist das ein weiteres Indiz dafür aus Ihrer Sicht, dass die innere Ordnung in Deutschland bedroht ist? Ja, die Bundesregierung legt diese Tatbestandsmerkmale des Artikels 72 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union viel zu eng aus. Da geht es um viele Dinge. Natürlich haben wir eine hohe Kriminalitätsbelastung in Deutschland. Da reicht schon ein Blick in die polizeiliche Kriminalitätsstatistik. In diesem Jahr ein Anstieg um 5,5%, ein besonderer Anstieg im Bereich der Gewaltkriminalität, der jungen Straftäter und insbesondere auch der ausländischen Tatverdächtigen. Und insofern muss man einfach sagen, im Bereich der inneren Sicherheit haben wir eine hohe Belastung. Dazu kommt aber auch, dass Migrationsströme in dem Maße, wie wir es haben, den Wohnungsmarkt belasten. Es fehlen heute schon in Deutschland etwa 800.000 Wohnungen. Wir haben im Bereich der Integration, der Bildung zu wenig Kapazitäten. Wenn jemand einen Sprach- oder Integrationskurs möchte, muss er 1 Jahr darauf warten. Und insofern muss man sagen, die Bundesregierung legt es zu eng aus. Die Summe der Migration der vergangenen Jahre, der legalen wie der irregulären, die hat dafür gesorgt, dass Infrastruktur angespannt ist bei uns in Deutschland. Und deswegen sind die Voraussetzungen gegeben. Was Sie ja immer sagen, wäre der Dominoeffekt, der relativ schnell eintreten würde, wie Sie sagen, schon nach 1, 2 Tagen. Wenn wir die Grenzen zumachen, dann müssten die Nachbarländer zumachen und dann würde sich das so fortsetzen, dann kämen weniger Migranten. Skeptiker sagen nun, ja, dann wird es alles an den Außengrenzen sich auftürmen und dann werden Griechenland, Italien aufschreien, sagen, wir kommen damit nicht zurecht. Und das werden die Richter natürlich dann auch sehen, möglicherweise dann sozusagen auch das wieder kippen. Und auf der anderen Seite bleibt auch der Vorwurf, haben wir denn schon an den Außengrenzen genug getan? Also hätte man da nicht im Vorfeld was aufbauen sollen? Es ist ja einiges geplant über die GEAS, aber noch nichts in Kraft getreten. Müsste da nicht die Deutschlandskraft hingehen? Also rechtlich ist es überhaupt kein Problem, denn genau so ist es eigentlich gedacht, dass wir die Migrationsprobleme in Europa nicht von einem Land ins andere schieben, sondern dass wir das an den Außengrenzen regeln. Und Sie haben natürlich vollkommen recht, dann muss man dafür auch die Kapazitäten und Voraussetzungen schaffen. Das wäre notwendig und das müsste man solidarisch in Europa tun. Auch die Frage klären, wie man damit am Ende umgeht. Wir haben als Union in unserem Grundsatzprogramm einen
Vorschlag dazu gemacht, nämlich das sogenannte sichere Drittstaatenverfahren, wo die Verfahren außerhalb Europas stattfinden, gegebenenfalls auch die Schutzgewährung und im Gegenzug Deutschland und die europäischen Staaten Kontingente ganz besonders Schutzbedürftiger aufnehmen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, deutlich zu machen, wir möchten nicht, dass es keine Migration nach Deutschland gibt. Das wäre mit Sicherheit ein Akt mangelnder Solidarität. Aber auf der anderen Seite muss klar sein, dass wir hier Migration ordnen, steuern und begrenzen, dass hier entschieden wird, wie viel Migration stattfindet und dass nicht kriminelle Schlepperbanden über diese Frage entscheiden. Da müssen wir, glaube ich, wirklich weiterkommen. Jetzt haben wir ein völlig dysfunktionales System, unter dem vor allen Dingen Deutschland leidet. Ich will nur mal eine Kenngröße über die vergangenen Jahre sagen. Da hat Deutschland im Verhältnis zur Einwohnerzahl etwa 4-mal so viele Asylbewerber aufgenommen wie Italien. Und ich sage das deshalb, weil Italien immer als südlicher Peripheriestaat sozusagen, als Mittelmeeranrainer, als besonders belastet dargestellt wird. Dem ist nicht so. Besonders belastet in Europa ist vor allen Dingen Deutschland. Vielen Dank, Herr Frey. Und Italien hat ja auch mittlerweile als Drittland Albanien. Vielleicht sollten wir da mal dann mit Albanien auch sprechen, man weiß es nicht. Also soweit die Meinung der Union. Und wir haben es ja gehört. Also eigentlich ist es so, dass GEAS, dieses Asylreform, die europäische, die müsste eigentlich viel früher kommen, um da dann irgendwie auch aus den Außengrenzen effektiver schützen zu können. Es müsste alles irgendwie viel früher kommen. Das hören wir bei allen Themen irgendwie aus dem Bundestag. Dankeschön, Achim Unser.